Hallo meine Lieben, in dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr einen Bikini für eure Smart Doll Pier nähen könnt. Seid ihr neu auf meinem Kanal? Abonniert ihn gerne, um kein weiteres Video zu verpassen. Schneidet als erstes folgende Teile zu. Einmal die Bikinihose, 2 Rückenteile, einmal das Bikini-Oberteil, ein Bauchbündchen und einen längeren Streifen für das Bikini-Oberteil. Für das Schnittmuster eignet sich hervorragend Stoffe wie Spandex und Lycra. Versäubert mit einem Zickzackstich oder mit der Overlock-Maschine die äußeren Kanten der Badehose. Legt die vordere Badehose auf die hintere Badehose, steckt die Seiten fest und näht sie mit einem geraden Stich zusammen. Klappt nun an der Beinöffnung 0,5 cm um und steckt es rundherum zusammen. Zum Absteppen der Beinöffnung empfehle ich einen feinen Zickzackstich. Ansonsten kann es passieren, dass die Naht beim Anziehen der Badehose platzen wird. Nachdem nun beide Beinöffnungen fertig sind, geht es weiter mit dem Bauchbündchen. Markiert vorne und hinten an der Badehose die Mitte. Klappt das Bauchbündchen aufeinander und markiert auch hier die Mitte. Steckt nun das Bauchbündchen an die hintere Mitte der Hose. Nehmt dann eins der Bauchbündchenenden und steckt es mit etwas Überstand an die vordere Mitte. Dehnt leicht das Bauchbündchen und steckt es an die Badehose dran. Steckt das andere Ende des Bauchbündchens leicht überlappend an die vordere Mitte. Dehnt das Bauchbündchen leicht und steckt es an die Badehose. Achtet beim Zusammennähen der Badehose und dem Bündchen drauf, dass die Enden vom Bauchbündchen mitvernäht werden. Für das Zusammennähen empfehle ich einen elastischen Stich, zum Beispiel einen Zickzackstich. Den ersten Teil des Bikinis habt ihr nun geschafft. Legt je eine Raffnaht an den Enden dieses Rechtecks. Legt die Rückenteile mit der leicht gebogenen Seite nach unten schauend auf die Enden des Rechtecks. Ich stecke zuerst die Seiten fest und raffe anschließend den Stoff, bis die Breite der Rückenteile erreicht ist. Damit das Ganze sich beim Nähen nicht wieder löst, stecke ich alles mit ein paar Nadeln zusammen. Ich habe die Nahtzugabe auseinandergeklappt und sie mit einem geraden Stich Naht zur Naht festgenäht. Versäubert nun die 2 äußeren Kanten mit einem Zickzackstich. Klappt an der versäuberten Kante 0,5 cm um, steckt es fest und näht es mit einem Zickzackstich zusammen. Wählt beim Zickzackstich die gleiche Breite, die ihr bereits bei der Badehose hattet.
Klappt den langen Stoffstreifen mit der rechten Seite aufeinander, steckt ihn fest und näht mit etwa 0,4 cm Abstand zum Rand. Hier empfehle ich einen ganz kleinen, feinen Zickzackstich. Ansonsten kann es passieren, dass die Naht beim Wenden reißt. Schneide die Nahtzugabe so nah wie möglich zum Rand ab. Zum Wenden des Schlauches verwende ich einen Wendehaken. Hier ist es wichtig, etwas geduldig zu sein und den Stoffschlauch langsam zu wenden. Den Link zu diesem Werkzeug findet ihr in der Infobeschreibung. Klappt am Bikini-Oberteil an den Seiten etwa 0,5–0,7 cm um und näht es mit einem geraden Stich fest. So schaut nun der Bikini auf meiner Smart Doll aus. Es fehlt nur noch das Halsbändchen, ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Das müsst ihr einfach mittig zusammenknoten und um den Hals dann nochmal zu einer Schlaufe binden. Am Bikini-Oberteil selber habe ich noch einen kleinen Druckknopf angenäht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr näht fleißig ein paar Bikinis für eure Peer-Mädchen. Teilt gerne eure tollen Fotos auf Instagram und verlinkt mich, damit auch ich eure Beiträge nicht verpasse. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachnähen und bleibt kreativ. Bye bye!